Herzlich willkommen in unserem virtuellen Studio für seltene Nierenerkrankungen. Unser heutiger Gast ist Dr. Berthold Wilden. Er ist bereits seit 2020 Vorsitzender und war vorher seit 2016 der stellvertretende Vorsitzende der Selbsthilfegruppe von Morbus Fabri. Herzlich willkommen, Berthold. Hallo. Wenn du jetzt einen Infostand hast, ich sag mal irgendwo in der Stadt und da kommt jemand vorbei, du sagst es Morbus Fabri, was würdest du denn sagen? Also einfach so in 2 Minuten in der Kurzform, was würdest du dem erklären, was Morbus Fabri ist? Also würde ich sagen, dass Morbus Fabri eine seltene Erkrankung ist, in dem die Patienten neben Organschäden von Niere, Herz und Hirn vor allen Dingen an Erschöpfen und Schmerzen leiden, die zum Teil auch schlecht behandelt werden können, weil es eben Nervenschäden sind und aufgrund dieser diffusen Symptome die Diagnose auch sehr schwierig ist. Vielen Dank. Dann hatte ich ja noch eine zweite Frage. Was war denn für dich persönlich so der Grund, in die Selbsthilfegruppe einzusteigen? Also ich habe meine Diagnose 2013 dann bekommen und im Laufe des Jahres 2013, das hat etwas länger gedauert, weil ich hatte veränderte Nierenwerte, bin denen auch nicht so direkt nachgegangen, wie mein Hausarzt das wünschte. War damals beruflich ziemlich eingespannt, aber 2013 stand dann letztendlich die Diagnose fest und habe mich dann im Internet natürlich über die Krankheit erkundigt, habe auch von meiner Ärztin im Fachzentrum, wo ich hingehe für Fabry-Erkrankte. Seine Nephrologin hat mir auch eine Broschüre von der Morbus Fabry Selbsthilfegruppe gegeben. Ich hatte aber auch im Internet auch schon, weil meine Mutter hatte auch Morbus Fabry, wusste ich. Ja, ist natürlich klar, andere zu treffen, sich auszutauschen, ist extrem wichtig. Aber ich würde nochmal bezogen auf deine Erkrankung nochmal fragen, wann ist denn deine Erkrankung diagnostiziert worden? Was war denn die Ursache? Du hast ja auch davon erzählt, dass es eine genetische Erkrankung ist, dass deine Mutter das hatte. Wie kam es denn dazu, dass du zum Arzt gegangen bist und wie ist das Ganze dann, ja, wie ist die Diagnose oder wann ist die Diagnose gestellt worden? Also bei mir wurde die Diagnose letztendlich 2013 gestellt. Bekannt war es von meiner Mutter schon 2004, 2005. Und ich habe mich dann natürlich erkundigt, was Morbus Fabry ist und habe dann auch gesehen, dass die Symptome sehr weitreichend sind. Ich muss dazu sagen, es gibt inzwischen über 1000 verschiedene Varianten, also Mutationen an diesen Genen. Und es gibt dann Mutationen, die dafür sorgen, dass überhaupt kein Enzym produziert wird. Und da treten die Symptome sehr früh auf. Das nennt man auch schon mal klassische Varianten. Es gibt auch sogenannte Late-Onset-Varianten, wo eine Restaktivität da ist des Enzyms und diese Ablagerung, dass sie in den Zellen sich ablagern, die Stoffe, die nicht abgebaut werden, etwas langsamer vorangeht, aber letztendlich im Laufe des Jahres dann doch die Speicher voll sind, wie das dann immer so schön gesagt wird. Ich hatte ja schon mal erwähnt, es ist eine lysomale Speicherkrankheit. Und bei mir, meine Variante ist auch so eine Variante, die sehr spät erst wirkt. Und meine Mutter hatte diese Diagnose schon 2005 bekommen. Bei Frauen ist es ja auch oft so, dass es eben bedingt durch das zweite X-Chromosom, dass die Symptome häufiger spät auftreten, auch nicht ganz so im Durchschnitt nicht ganz so stark durchgreifen. Ich habe mir die Symptome angeguckt und habe gesehen, das hast du alles nicht. Also ich bin natürlich dann auch von der klassischen Variante ausgegangen und wo die Leute ja dann auch mit 40, 50 sterben, wenn sie keine Therapie kriegen, besonders die Männer. Haben gedacht, du kannst das eigentlich nicht haben. Habe mich deswegen auch nicht testen lassen. Mein Bruder hat sich testen lassen, weil er Kinder hatte und seine Tochter wäre dann auch betroffen gewesen. Und darum hat er sich testen lassen, wollte das frühzeitig wissen. Ich sah da in dem Moment keinen Bedarf. Habe dann aber 2010, da bin ich wieder hier in mein Elternhaus gezogen, habe hier eine Stelle angenommen in Aachen. Ich wohne südlich von Aachen in der Eifel. Da ist auch hier das Büro der Morbus Fabry Selbsthilfegruppe, wo ich gerade drin sitze. Und
habe dann gesagt, jetzt muss mal so eine Ü35-Untersuchung beim Hausarzt machen lassen. Das hatte Ja, ich ja schon okay. öfters gelesen. Es wird dann auch regelmäßig Werbung dafür gemacht. Aber eigentlich nicht damit gerechnet, dass da was rauskommt. Und dann waren die Nierenwerte schon nicht der beste. Und der Hausarzt hat immer gesagt, also würde da mal gerne einen Ultraschall machen. Und ich Mhm. war zu der Zeit viel auf Dienstreisen. Und habe gesagt, meinen Eltern ging es auch nicht so gut, die mussten betreut werden oder ich sag mal mit versorgt werden. Und dann habe ich das immer auf die lange Bank geschoben und der kam dann auch und sagte, ja, Ihre Mutter hat ja auch einen Morbus Fabry, das wäre ja vielleicht mal was zu untersuchen. Und ich sage, ja, wenn ich Morbus Fabry hätte, dann wäre ich hier quasi schon im Rollstuhl. Ich hatte, wie gesagt, immer diese klassischen Varianten im Mhm. Hinterkopf. Ja, und habe mich dann doch dann letztendlich 2012 mal überreden lassen. Dezember, ich habe gesagt, okay, ich habe Resturlaub, ich musste einen halben Dezember frei nehmen. Dann mach mal das mal. Und dann hat er sich dann kurz nach Weihnachten gemeldet und meinte dann, ja, also ich sehe da eigentlich nicht viel von der Niere und da müssten Sie mal zu einem größeren Zentrum gehen. Ich habe jetzt auch nicht den besten Kopf der Ultraschall, ist auch eine kleine Haushaltspraxis. Ja, und habe mich dann in Beginn Januar 2013 dann ins Aachener Klinikum gegeben in die Nephrologie. Und ich weiß noch, dass ich sehr viele Fragen hatte, also eine größere Untersuchung. Es wurden auch immunologische Untersuchungen ja gemacht, werden in dem gemacht. Und zum Schluss stand dann auch der Ultraschall. Und beim Ultraschall bin ich dann nochmal gefragt worden, ob es denn Erbkrankheiten in meiner Familie gibt. Und Okay. dann hatte ich dann geschaltet, dann war das der Morbus Fabry. Fiel mir auch an, dass der Hausarzt das schon mal in Zusammenhang gebracht hatte. Und dann meint der Untersucher, ja, also Morbus Fabry ist ja schon ein starker Hinweis, dass was mit der Niere irgendwas sein könnte, wenn sie ihre Mutter dann auch schon Morbus Fabry hatte. Ja, und dann, nachdem alle Ergebnisse da waren und alles andere ausgeschlossen werden konnte, habe ich mich dann auf Raten der Aachener Ärzte dann an das nächste Fabry-Zentrum gewendet. Das ist in Köln an der Uniklinikum und hatte dann auch relativ schnell einen Termin. Und es wurde Blut abgenommen, die Untersuchungen wurden gemacht und innerhalb von 5 Wochen hatte ich dann die Diagnose Morbus Fabry. Und dann ging es dann auch, ich glaube im Mai 2013 hatte ich dann meine erste Infusion mit Enzymersatztherapie an der Uniklinik. Deswegen war eigentlich ein relativ nachvollziehbarer Verlauf, bis du dann sozusagen bis zur Therapie gekommen bist. Aber wie sieht es denn bei anderen Menschen aus? Wie sieht es denn bei Menschen aus, die vielleicht von ihren Eltern nichts von der Erkrankung wissen? Wie lange dauert es denn da bei anderen Mitpatienten, bis die eine Diagnose bekommen? Müssen Es die gibt vom Arzt? unterschiedliche Geschichten. Also wir kennen sehr viele Geschichten. Wir haben ja sehr viel Kontakt mit Patienten oder wir führen Gespräche bei Patiententreffen von Zentren. Also es gibt da zum Beispiel den Fall, also eine Dame hat das mal in Süddeutschland bei einem Patiententreffen berichtet, dass bei ihr ein Hausarzt, es gibt bei Morbus Fabry auch, kommt es zu typischen Veränderungen in den Augen, die oft dann auch nicht die Sehkraft beeinträchtigen, aber die sehr spezifisch sind. Die Augenärzte kennen das. Das war übrigens auch der Augenarzt bei meiner Mutter, der den Verdacht gestellt hatte. Und da kam das Kind, glaube ich, in der Grundschule oder in den Kindergarten und da hat auch der Amtsarzt gesagt, hier, da sind Veränderungen im Auge. Das könnte das und das sein. Und dann ist die Diagnose gestellt worden. Und dann fängt natürlich die Suche an, die Familienanamnese. Und da kam letztendlich raus, dass sie die Großmutter ist, die das halt weitergeleitet hat in ihrer Familie. Oft ist es aber auch so, dass die Patienten jahrelang mit verschiedensten Symptomen, meistens Schmerzen, neuropathische Beschwerden, also Erschöpfung, dass die Muskel verspannt sind, ähnliche Sachen, damit zum Arzt gehen und zum Teil auch früher, also schon im Kindesalter. Und oft werden dann die Leute auch als Stimulanten abgestempelt, dann gesagt, die bilden sich das ein oder Kindern wird gesagt, das sind sogenannte Wachstumsschmerzen. Es wird dann natürlich nicht weitergegangen, wo man das dann relativ dann auf, meistens früh auch dann mal auf den Protein sich auch schon im Urin zeigt. Das sind ja halt, also die Nierenschäden, hatte ich ja schon erwähnt, können auch sehr früh auftreten. Aber das passiert halt sehr häufig. Die Arbeitskraft geht dann runter und kennen auch Fälle, da dauert das mehrere Jahre. Manchmal geht es auch schnell, dass die Kinder dann diagnostiziert werden und dann eben die Eltern und Großeltern vielleicht mit. Und dann
kommt halt raus, dass sie wohl auch Beschwerden hatten, aber vielleicht nicht so starke. Ich kenne aber auch Fälle, dass wir Leute am Telefon haben, die in ihren 50ern, 60ern sind und sagen, entweder, dass sie seit 10 Jahren Beschwerden haben, dass sie langsam gekommen sind, oder dass sie sagen, ja, ich hatte eigentlich schon das Ding an, schon als ich 20 war. Und das wird dann immer peu à peu schlimmer, und die Diagnosefindung kann also von relativ zügig gehen, wenn man Glück hat, man trifft einen Arzt oder Physiotherapeuten, der sich damit auskennt, oder einen Augenarzt, man macht eine Zufallsdiagnose, bis zu Jahrzehnten. Und man sagt, durchschnittlich Okay. dauert es 10 bis 15 Jahre, bis die Diagnose gestellt wird.